Patrick ist U16-Spieler vom 1. FC Kaiserslautern und stellt sich heute bei mir mit Leistenschmerzen vor. Mein Name ist Dr. Christian Schulze und wir haben heute den Patrick vom 1. FC Kaiserslautern. Und was kann ich denn für dich tun? Ja, ich habe beim Fußballspielen ein Ziehen hier bemerkt und deswegen bin ich heute vorbeigekommen, um zu gucken, was das ist. Okay, und deswegen sind die Adduktoren und die Leiste heute unser Thema. Bei der Untersuchung des Sportlers, wenn er auf der Höhe hier im Beckenbereich in der Leiste Schmerzen hat, fange ich immer an, etwas weiter unten schon mal nachzugucken nach den Füßen. Dann sehen wir, dass er hier einen ziemlich ausgeprägten knickseinen Spreizfuß hat. Und wenn er jetzt mal die Knöchel zusammentut, sehen wir auch das typische Phänomen beim Fußballer, die O-Beine. Er hat dann natürlich kräftige Muskulatur. Wenn wir jetzt ein bisschen zur Seite drehen, dann sehen wir hier in der Seitenansicht, dass er einen hohlrunden Rücken hat. Das ist auch sehr häufig der Fall, weil er eben hier vorne eine entsprechende verkürzte Muskulatur, die das Becken runterzieht, und der hintere Rücken in der Regel auch verkürzt ist durch die sitzende Position in der Schule. Was meistens fehlt, ist eine entsprechend stark ausgeprägte Bauchmuskulatur, die das Becken wieder hochzieht, beziehungsweise eine entsprechend starke Muskulatur des hinteren Oberschenkels, die das Becken entsprechend nach hinten dreht. Und dadurch sehen wir dann bis hier oben hinauf, dass es eine komplette Kette gibt von Auffälligkeiten, und hier in der Mitte tut jetzt etwas weh. Aber es wäre jetzt plump, einfach nur dort nachzugucken. Und als erstes schauen wir uns natürlich dann mal an, wie der Beckenstand ist. Und dafür bitten wir den Patienten einmal, sich runter zu beugen, mit den Händen an die Zehenspitzen zu gehen. Dann sehen wir hier ungefähr, dass das Becken auf gleicher Höhe ist. Das heißt, hier ist schon mal keine Verschiebung im Beckenbereich möglich. Jetzt darf er sich einmal auf den Rücken legen. Und in der Rückenlage haben wir jetzt natürlich nochmal das ganze Becken hier vor uns liegen. Wir können zum einen schauen, gibt es hier im Bereich des Piriformis-Muskels irgendwelche Verhärtungen, Schmerzhaftigkeiten. Gibt es im Bereich der Adduktoren ein paar Schmerzen. Hier ist es ein bisschen hart, der tut auch weh, wahrscheinlich. Im Vergleich zur Gegenseite, hier ist es ziemlich weich, kein Problem. Wir haben eben auch ausgeschlossen, dass er einen Leistenbruch hat. Das macht man, indem man den Leistenkanal entsprechend untersucht und der Patient dabei hustet, und dann sieht man, ob da etwas sich vorwölbt. Hier auf der Seite ist das Ganze komplett entspannt. Das ist auch ein typisches Phänomen. Wenn auf einer Seite eine Störung ist, gibt es meistens noch eine Begleitstörung oben drüber, unten drunter, und dementsprechend kommt es dazu, dass der Patient Leistenschmerzen hat. Eine wichtige Untersuchung ist auch die der Hüfte. Haben wir hier eine gute Außenrotationsmöglichkeit oder einen Hinweis auf ein Impingement. Das ist hier nicht der Fall. Bei dem Patrick schauen wir jetzt mit dem Ultraschall mal nach, ob er an seinen Adduktoren hier eine Verletzung der Muskulatur hat. Hier sehen wir jetzt eine schöne parallele Fiederung des Muskels. Das ist ein unauffälliges Ultraschallbild. Es gibt keine Flüssigkeitsansammlung, die irgendwie schwärzer dargestellt wird. Es gibt keine Strukturunterbrechungen. Und das Ganze ist auch durch den Ultraschallkopf gut eindrückbar, und dementsprechend ist das ein Hinweis darauf, dass die Muskulatur an der Stelle nicht verletzt ist. Nachdem wir uns jetzt im Ultraschall davon überzeugt haben, dass der Muskel selbst nicht verletzt ist und die kinesiologische Untersuchung ergeben hat, wie wir das Tape anlegen müssen, machen wir das jetzt auch. Wir haben den Bereich entsprechend vorbereitet. Dementsprechend lege ich jetzt hier das Tape an. Natürlich in Schwarz-Rot-Gold, so wie die Fußballer das gerne haben möchten. Jetzt nochmal das Bein feste nach oben drücken. Tut das noch weh? Gar kein Schmerz mehr. Okay. Und damit haben wir jetzt quasi ohne Chemie, ohne Spritze und ohne Tabletten, einfach nur durch Untersuchungen, eine kinesiologische Therapie, den jungen Sportler ohne Chemie schmerzfrei gemacht. Das war's zum Thema Leistenschmerzen beim heranwachsenden Fußballer. Wir danken Ihnen ganz herzlich, und wenn Sie noch einen Kommentar zum Thema haben, schreiben Sie einfach unten drunter oder kontaktieren Sie mich unter Ihrsportarzt.de. Vielen Dank, Patrick, und alles Gute. Ich danke Ihnen. Beim nächsten Spiel. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Gute Diagnose.